bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass die sogenannte Energiewende in Deutschland ein riesiges Täuschungsmanöver ist, das die Bevölkerung nach Strich und Faden veräppelt wird. Warum es so ist, das will ich dir in diesem Video erklären und ich will dir auch zeigen, am Beispiele Texas, wie das Ganze besser und anders laufen kann. Ich möchte ganz zu Eingang sagen, dass ich absolut kein Feind bin von erneuerbaren Energiequellen. Ich finde das extrem spannend und ich glaube auch, dass das die Zukunft ist. Du weißt vielleicht, ich bin 2008 in die USA ausgewandert, bin mittlerweile in Texas, hatte auch in Texas mal zeitweise eine Ranch. Wir haben da zum Teil auf sehr einfache Weise mit ein paar $1000 Investitionen mit Solarpanels hier ein bisschen Strom produziert für den Eigenverbrauch und dann auch ein paar Batteriespeicher gehabt. Also dieses Gefühl, energieunabhängig zu sein und hier nicht von einem riesigen Grid abzuhängen, das ist schon ganz enorm und das ist ja tatsächlich mit erneuerbaren Energiequellen, Strom und Solar insbesondere, extrem einfach. Ich finde das eine sehr positive Entwicklung, muss ich sagen. Und auch die gigantischen Fortschritte, die hier technologisch erzielt werden, finde ich persönlich sehr ermutigend und wie immer günstiger tatsächlich hier die Solarpanels werden. Also saubere Energie zu erzeugen von Energiequellen, die letztlich vorhanden sind, das ist schon extrem spannend. Energie, die sauber ist, wo es keinen Gestank gibt, das finde ich schon ganz enorm. Ich habe vor kurzem mich mal mit einem Mandanten getroffen in UK für einen ganztägigen Workshop. Er ist hier groß im Bereich der erneuerbaren Energien in Deutschland investiert, hat eigene Solarparks, hat eigene Windkraftparks und was er mir so berichtet hat, hat mich extrem eigentlich erschüttert. Ja, es wird mittlerweile so viel Strom in Deutschland produziert aus erneuerbaren Energiequellen, dass wir viel zu viel Strom haben. Der Strom wird nicht mehr abgenommen. Die Anbieter bleiben auf ihrem Strom sitzen. Es gibt auch keine Einspeisevergütung mehr teilweise. Da gibt es noch auslaufende Verträge. Aber neue Verträge werden nicht nachkommen. Dennoch sind die Energiepreise in Deutschland mit am höchsten, insbesondere für die Industrie. Und wir kommen einfach nicht weg von externen Energiequellen, wie zum Beispiel dem Gas, das wir jetzt ja teuer in Amerika einkaufen müssen. Davor haben wir es aus Russland bekommen. Während uns doch vorgetäuscht wird hier seitens der Regierung, dass die Energiewende eigentlich kurz bevorsteht und wir im Grunde genommen dann zu 100% unabhängig sind. So, ich habe mit diesem Mandanten dann mal darüber gesprochen und ihn gefragt, wie er sich das Ganze übrigens erklärt. Also wie kann es sein, dass wir dieses Übermaß an Energie produzieren in Deutschland, Windenergie, Solarenergie, und es dennoch nicht schaffen, vom Gas, von der Kohle wegzukommen? Wie kann das eigentlich sein? Ich meine, ich hätte es vielleicht wissen müssen. Es gehört eigentlich zur Allgemeinbildung dazu, aber ich hatte mich nie so technologisch mit dem Thema auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ja? Und das ist jemand, der in diesem Bereich sehr erfolgreich tätig ist. Und im Grunde genommen hat er mir erklärt, dass wir in Deutschland viel zu wenig Speicherkapazität haben und dass es keinerlei Pläne gibt, Speicherkapazität zu schaffen. Also das heißt, um die gewonnene Energie in Batterien zu speichern, um dann darauf zugreifen zu können, zum Beispiel nachts, wenn mehr Energiebedarf da ist, als jetzt im Moment gerade die Solarkraftwerke oder die Windkraftwerke produzieren. Und in welch dramatischem Umfang das eigentlich der Fall ist, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Wir haben in Deutschland insgesamt nur Kapazität, also Batteriespeicher, ja, für 1 bis 2 Gigawattstunden. Der tägliche Energiebedarf in Deutschland ist aber 1500 Gigawattstunden. Und das hat die Politik die ganze Zeit gewusst. Ohne diese Speicherkapazität kannst du die komplette Energiewende in die Tonne treten. Sie wird nicht funktionieren. Wir werden Ewigkeiten abhängig sein vom Atomstrom aus Frankreich oder vom Gas aus Russland oder von den USA oder woher auch immer. Das ganze Konzept ist ein riesiges Lügengebäude, was hier der deutschen Bevölkerung verkauft wird. Um nur einen einzigen Tag Dunkelflaute abdecken zu können, ja, also das heißt, einen Tag abdecken zu können, wo jetzt nicht genug Windenergie oder Solarenergie in Deutschland produziert wird, bräuchten wir ein 100-faches dessen, was momentan an Speicherkapazität in Deutschland vorhanden ist. Um überhaupt die Batteriespeicherkapazität in Deutschland zu haben, dass die Energiewende realistisch wird und auch wirtschaftlich funktioniert, wären Billionen an Investitionen notwendig. Und dennoch, obwohl Politiker das gewusst haben, das sind keine Geheimnisse, die ich hier erzähle. Ich meine, für mich war es ein Geheimnis,
weil ich es bisher nicht so richtig kapiert habe, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich nicht damit im Detail auseinandergesetzt habe. Aber die Politiker haben das gewusst. Ich meine, Merkel ist ja Naturwissenschaftlerin. Sie hat das gewusst und trotzdem hat sie die Atomkraftwerke abgeschaltet. Ja. Also man hätte ja sagen können, okay, wir lassen die Atomkraftwerke noch länger laufen oder bauen vielleicht sogar noch neue Atomkraftwerke, solange wir noch nicht genügend Speicherkapazität haben. Aber so haben wir uns abhängig gemacht aus dem Ausland und du weißt, dass günstige Energie die Grundlage ist für wirtschaftlichen Erfolg überhaupt. Ohne günstige Energie gibt es keinen wirtschaftlichen Erfolg und du bist komplett am Ende. Länder, die erfolgreich sind wirtschaftlich, haben Zugang zu günstiger Energie. Bestes Beispiel natürlich die USA mit ihren gigantischen Erdgasvorkommen und Erdölvorkommen, aber auch zum Beispiel China. China setzt ja auch extrem auf erneuerbare Energien, nicht weil das Ökos sind, sondern weil sie wissen, dass günstige Energie der Schlüssel ist und die Grundlage ist des wirtschaftlichen Erfolges. Das heißt, was wir in Deutschland gemacht haben, ist uns im Grunde genommen selbst zu sabotieren. In der Konsequenz wurden gigantische Industriekapazitäten abgebaut. Wir haben zum Teil 15, zum Teil 20% in bestimmten Branchen verloren. Automobilindustrie, chemische Industrie, all jene Industrien, die hier energieintensiv sind und die auf günstige Energiepreise angewiesen sind. Und das, wie gesagt, haben die Regierenden alles gewusst. Das wissen die Regierungen und verkaufen uns trotzdem, dass diese Energiewende realistisch ist und dass wir hier dran glauben sollten wie eine neue Religion. Und das sollte dir schon natürlich zu denken geben, wenn die Regierenden eines Landes die Bevölkerung so massiv und so konsequent und so wiederholt hinters Licht führen. Ich habe den Mandanten, mit dem ich zusammengesessen bin, in dem Workshop dann gefragt, warum er glaubt, dass das so ist. Warum glaubt er, dass hier keine Batteriekapazität aufgebaut wird? Warum glaubt er, dass hier kein reiner Wein eingeschenkt wird der Bevölkerung? Ehrlich gesagt hat er auch keine Antwort. Wir haben dann verschiedene Verschwörungstheorien hier gemeinsam letztlich diskutiert. Er geht mittlerweile davon aus, dass da irgendjemand gibt, der das Sand ins Getriebe streut, ja. Wer auch immer. Ich weiß es nicht, ich kenne die Branche nicht gut genug. Aber es ist aus meiner Sicht hier absolut schockierend, wie Politiker hier aus ideologischer Verblendung, ja, und das ist der einzige Grund, warum, aus ideologischer Verblendung die Zukunft der deutschen Wirtschaft, weite Teile der deutschen Wirtschaft, die Lebensgrundlage vieler Familien einfach so zerstört haben. Ob du einer solchen Regierung noch vertrauen würdest, wenn man an all die anderen Vertrauensmissbräuche der letzten Jahre und Jahrzehnte denkt, weiß ich nicht. Also ich meine, ich bin weg aus Deutschland schon seit 25 Jahren. Ich weiß warum. Also das ist ja, Politiker lügen natürlich in allen Ländern, das ist ja völlig klar. Da darf man sich auch keine Illusionen hingeben. Aber wenigstens sind in manchen Ländern die Steuern niedriger oder man hat noch mehr Freiheit und man muss sich nicht so gängeln lassen wie in Deutschland. Das kommt ja in Deutschland noch dazu. Und nicht nur lügen sie dich an, du wirst ja auch als Leistungsträger hier noch brutal gegängelt. Und dir wird alles weggenommen. Ja, und du wirst ja noch bestraft dafür, dass du erfolgreich bist. Ja, also das kommt dann auch noch dazu. Ich meine, ein lügender Politiker, okay. Ich meine, da gibt's andere Beispiele, die sind auch nicht viel besser. Aber die Kombination dieser verschiedenen Faktoren, dann hängt auch noch deine eigene Existenz dran, das ist natürlich schon bedrohlich. Wie gesagt, ich bin 2008 in die USA ausgewandert, erst nach Miami, später dann nach Texas 2011. Ich kenne Texas ziemlich gut und trotz all der Unkenrufe, die es so gibt, ja auch in den deutschen Medien, dass die USA so ölverliebt sind, dass erneuerbare Energien keine Chancen haben, kann ich diese Erfahrung aus Texas absolut nicht teilen. Und zwar gibt es dort Befürworter erneuerbarer Energien, die keine linken Ökofaschisten sind, ja, sondern die politisch, sage ich jetzt mal, eher rechts oder eher konservativ sind. Und warum ist das so? Weil es einfach schlicht und ergreifend wirtschaftlich Sinn macht. Während Deutschland zum Beispiel 2023 im Schnitt 52% seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien produziert hat, wobei man da nicht weiß wirklich, wie viel davon genutzt wurde, sind das in Texas momentan ungefähr 27-30%. An Wind- und sonnenstarken Tagen in Texas 40-50%, in Deutschland sogar 80-90%. Der große Unterschied ist, dass Texas heimisches Gas, was in Texas gebohrt wird, als Backup hat. Jederzeit zugänglich, zuverlässig, günstig, flexibel, 40-45%. Das heißt, was hier an erneuerbaren Energien nicht letztlich produziert werden kann, kommt dann über die Energiegewinnung aus Gas dazu. Nun hat Deutschland natürlich keine Erdgasvorkommen, deswegen wäre das zweitbeste Atomkraft gewesen. Ja, Atomkraft ist sauber. Die Risiken, die damit verbunden sind, lassen sich vermeiden. Und man hätte hier einfach weiterhin auf die Atomkraft setzen können, bis man das Speicherproblem gelöst hat und wäre dann unabhängig gewesen. Unabhängig von anderen Ländern,
hätte der Wirtschaft günstigen Strom zur Verfügung stellen können, ohne wirtschaftlichen Selbstmord begehen zu müssen. Reden wir weiter über Texas. Texas rangiert in den USA auf Platz 1 bei der Gewinnung von Wind und Platz 2 bei Solar. In Texas, anders als in Deutschland, wird hier die Infrastruktur so gebaut, dass sie funktioniert. Das heißt, in West-Texas produziert man hauptsächlich Wind und Solar. Dort gibt es ja gigantische Flächen, Tausende von Quadratkilometern, die praktisch menschenleer sind. Dann gibt es Competitive Renewable Energy Zones, die dann den Strom letztlich in die großen Ballungszentren Houston, Dallas, Austin leiten. So, Texas betreibt einen Energy-Only-Markt. Es gibt also keine Einspeisevergütungen wie in Deutschland. Es ist marktwirtschaftlich und kapitalistisch aufgebaut. Erneuerbare Energieversorgung wird ausgebaut, weil sie profitabel ist, nicht weil man hier irgendwelche Government-Handouts bekommt. Ja. Ein großer Unterschied, der extrem wichtig ist. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, dass Deutschland momentan Energiespeicher, also Batteriespeicher hat für 1 bis 2 Gigawattstunden. Texas hat ungefähr 12. Also Texas ist zwar von der Fläche her größer als Deutschland, ungefähr doppelt so groß, aber hat natürlich dennoch nur die Hälfte der Einwohner von Deutschland. Bis 2026 sollen es sogar 18 sein. In Deutschland gibt es nichts in der Pipeline. Gar nichts. Die Verarschung der Bevölkerung geht weiter in Deutschland. Es sind 180 Gigabyte Speicherprojekte in Planung. Mehr als die doppelte Spitzenlast des ganzen Bundesstaates Texas. Und neben Lithium-Batterien werden eben auch Vanadium-Flow-Batterien schon installiert, die eine viel längere Laufzeit haben. Es lohnt sich eben in Texas der Speicher, weil wir da kein sozialistisches System haben wie in Deutschland, sondern die Preisvolatilität schafft Marktanreize. Kein Zwang, kein Wunschdenken, einfach Kapitalismus pur. Jetzt wirst du aber kommen und sagen, aber, da gab es doch mal so einen riesigen Blackout in Texas. Richtig, das gab's. Wir reden von 2021. Im Februar traf ein heftiger Wintersturm Texas. Das hat dann hier dazu geführt, dass Gasleitungen zugefroren sind, Windräder stillstanden und Stromausfälle das Land lahmlegt. Aber man hat gelernt und man reagiert in den USA eben sehr schnell. Nicht so wie in Deutschland, wo sich das Ganze dann jahrzehntelang hinzieht. Milliarden sind dann in die Sanierung des Netzes geflossen. Man hat sogenannte Dispatchable Reliability Reserve Services installiert. Damit werden Kraftwerke und Speicher bezahlt, wenn sie gebraucht werden. Und man hat die Batteriespeicher ab 2025 zu vollwertigen Marktteilnehmern gemacht. Während in Deutschland man die Kernkraft abschaltet, fantasiert von Wasserstoff und seinen Strom ins Ausland exportiert zu viel zu günstigen Preisen. Fazit also, in Deutschland ist die Energiewende ein ideologisches Projekt. Hier geht es nicht um Kosten und die technische Realisierung. Hier geht es schlicht und ergreifend darum, dass sich Politiker als Klimavorreiter feiern lassen wollen. In Texas ist die Energiewende ein Business Case. Erneuerbare Energien sind ein Business Case. Investoren, Farmer, Unternehmer, alle profitieren, weil es sich rechnet, nicht weil man sich in Deutschland hier wie unter dem Tisch ideologisch selbst befriedigt. Ja. Also es geht mir jetzt nicht darum, hier Texas hochzuhalten als das perfekte Land. Ich fand es nur sehr interessant, dass ja die USA oftmals bei uns verschrien sind und Deutschland hier hochgehalten wird als ein Beispiel für moralisches Handeln, für verantwortliches Handeln in puncto Umwelt. Aber wenn man sich die Realität anschaut, dann ist es doch etwas ganz anderes. Hier hat die Politik, die Bevölkerung hinters Licht geführt in Deutschland, hat versprochen, dass es eine funktionierende, günstige Energiewende geben wird, obwohl sie ganz genau gewusst haben, dass sich das physikalisch nicht umsetzen lässt. Und das ist eben vor allen Dingen ein Speicherproblem mit der Konsequenz, dass der Strom teuer bleibt und die Industrie abwandert. Und man abhängig ist von externen Energielieferanten, von denen man nicht abhängig sein möchte. Texas zeigt diesbezüglich, wie es besser geht. Marktwirtschaftliches Denken, Speicherinvestitionen statt PowerPoint-Träume, eigene Energiequellen als Backup, zum Beispiel Gas. Verbraucher und Industrie profitieren von günstiger Energie. Genauso muss es sein. Du solltest dir einfach überlegen, wie lange du das noch mitmachen willst. Insbesondere dann, wenn du Unternehmer bist, wenn du Leistungsträger bist. Wie lange macht das noch Sinn, ein solches System weiterzutragen wie das in Deutschland? Das ist etwas, das du dir überlegen solltest. Ich sage jetzt nicht, dass du in die USA auswandern solltest, auch wenn es mir das super gefällt. Aber irgendwann kann man ja andere nicht mehr verantwortlich machen für das eigene Handeln, sondern muss man sich selbst fragen, ich habe die Information, ich habe alles gewusst, wie reagiere ich jetzt darauf? Bleibe ich jetzt weiter hier, tu so, als ob nichts passiert ist, hoffe ich einfach, dass ihr etwas zum Besseren wendet? Oder weiß ich, dass hier irgendwas kaputt ist in diesem Land? Jetzt nicht unrettbar verloren natürlich. Ich würde jetzt hier nicht die Hoffnung aufgeben.
Deutschland hat sich schon so aus mancher Krise wieder selbst herausgearbeitet, ja. Aber dass man sagen muss, na ja, für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte wird es schwierig werden und im Grunde genommen in Konsequenz für diese ganzen Fehlentscheidungen und für dieses bewusste Hinterlichtführen der Bevölkerung, in Konsequenz dessen wird ja jemand dafür bezahlen müssen. Und das werden die Leistungsträger sein. Wir hören ja hier die Diskussion in der SPD. Wie sollen die Haushaltslöcher gestopft werden? Das Erste, was Klingbeil vorschlägt, ist eine Vermögensteuer. Also du musst davon ausgehen, dass dein Vermögen hier herangezogen wird. Schau dir mal an, wie die Rente in Deutschland auf eine finanzielle Katastrophe zuläuft. Das sollten Anstöße sein, das sollten Weckrufe sein, dass du dir tatsächlich überlegst, wie kann ich mein Vermögen schützen außerhalb der EU, denn fast alle EU-Länder sind ja diesbezüglich gleich. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Familie und ich und mein Vermögen nicht für dieses krasse Fehlverhalten der Politik hier gerade stehen müssen? Wenn das Punkte sind, die dich interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Wegzug ins Ausland, Plan B im Ausland etablieren, Steueroptimierung im Ausland, weitere Staatsbürgerschaften annehmen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.